Ein riesiger männlicher asiatischer Elefant lebt allein im Wald am Rande einer Kleinstadt in Sri Lanka. Es war das älteste Tier der alten Herde, wurde jedoch vor vielen Jahren aufgrund einer Verletzung von der Herde getrennt. Eines Tages schwoll sein linkes Hinterbein an, wurde rot und schmerzte, sodass es hinkte. Es versuchte, sein Bein mit dem Rüssel zu reiben, um den Schmerz zu lindern, aber die Wunde wurde nur schlimmer. Die Schwellung war so groß wie eine Kokosnuss, Eiter begann herauszusickern und ein übler Geruch breitete sich in seinem ganzen Körper aus. Aufgrund von Schmerzen und Erschöpfung kann der Elefant nicht nach Nahrung jagen oder sich weit bewegen. Jeder Schritt ist wie Hunderte von Nadeln, die in den Körper stechen, der allmählich zusammenbricht. Das Fieber ließ ihn taumeln und oft flach mitten im Wald liegen, keuchend vor Schmerzen. Es verstand, dass es ohne Hilfe im trockenen Gras und in der brennenden Sonne langsam sterben würde. In seiner Verzweiflung beschloss es, etwas zu tun, was es noch nie zuvor getan hatte, den Wald zu verlassen und die Menschen um Hilfe zu bitten. An diesem Nachmittag hörten die Menschen das Geräusch fallender Bäume im östlichen Wald. Von weitem war mitten auf der roten, staubigen Straße, die zum Markt führte, ein großer grauer Schatten zu sehen. Es war ein alter, hinkender Elefant mit blutunterlaufenen Augen, dessen ganzer Körper mit Schlamm und getrocknetem Eiter bedeckt war. Die Menschen schrien panisch, viele dachten, es würde verrückt spielen und versuchen, Häuser zu zerstören. Einige junge Männer rannten mit Stöcken und Steinen auf die Straße, um sie zu verjagen, wobei sie schrien und harte Gegenstände warfen. Der Elefant blieb stehen und hob seinen Rüssel, als wolle er etwas erklären, doch er machte den Leuten dadurch nur noch mehr Angst. Der Jubel der Menge wurde lauter, erschreckte das Tier, ließ es leise knurren und sich abwenden. Ein umherfliegender Stein traf es an der Seite und brachte es ins Taumeln, doch es wehrte sich nicht. Es trottete langsam aus der Stadt und hinterließ eine Spur aus Blut und Eiter auf der Straße. Unter der grellen Sonneneinstrahlung landete es in einer Ecke mit wildem Gras am Rande der Stadt und brach zusammen. Dort stöhnte es schwach, hob gelegentlich seinen Rüssel zum Himmel und senkte seinen Kopf, um tief Luft zu holen. Ein neugieriges kleines Mädchen rannte hinterher, wurde aber von ihrer Mutter zurückgehalten, aus Angst, es könnte Menschen etwas antun. Alle hielten es für gefährlich und hatten Angst, niemand traute sich ihm zu nähern. Nur ein Mann mittleren Alters namens Samuel Osei blieb länger und beobachtete. Ihm fiel auf, dass der Elefant nicht aggressiv war, aber zitterte und Anzeichen einer schweren Krankheit zeigte. Samuel rief sofort die Hotline des regionalen Försters an, der für den Kamberi-Wald zuständig ist. Nach 30 Minuten hielt ein Geländewagen mit Rangern und Tierärzten in der Nähe der Grasfläche, auf der der Elefant lag. In der Ferne versammelten sich neugierige Menschen und beobachteten jede Bewegung der Waldexperten. Angeführt wurde die Gruppe vom Chefranger Joseph Matela, einem Mann, der viele wilde Elefanten gerettet hat. Mit ihm ist Dr. Amara Kendi, eine auf Großtiere in Afrika spezialisierte Tierärztin. Joseph näherte sich dem Elefanten langsam und beobachtete jede Unebenheit, jedes Anzeichen von Erschöpfung. Der Elefant sah ihn mit verzweifelten Augen an und reagierte nicht einmal, als er seinen Rüssel berührte. Er hat einen schweren Abszess am Bein, wahrscheinlich ist er hierher gekommen, um Hilfe zu bekommen, flüsterte Joseph. Wenn nicht frühzeitig eingegriffen würde, würde sich die Infektion in den Blutkreislauf ausbreiten und er würde sterben, bestätigte Dr. Amara. Die Menschen standen schweigend da und viele von ihnen begannen sich zu schämen, weil sie Steine geworfen und die Steine verjagt hatten. Samuel erzählte allen, dass der Elefant nicht protestierte, als er aus der Stadt gejagt wurde. Die Geschichte schockierte alle Anwesenden und erfüllte ihre Herzen mit unbeschreiblichem Kummer. Joseph signalisierte, Platz zu schaffen und Medikamente, medizinische Vorräte und Verbände vorzubereiten. Wir werden es hier retten. Es hat ein Lebensrecht, sagte er klar und entschieden. Alle nickten gleichzeitig und teilten Aufgaben wie Wasser holen, Unkraut jäten und Abstand halten auf. Ursprünglich wollte Dr. Amara den Abszess mithilfe einer Narkose behandeln, um ihn sowohl für Menschen als auch für Elefanten sicher zu machen. Doch Joseph beobachtete die Haltung des Elefanten und sagte, ich glaube, er wird auch ohne Betäubung mitmachen.
Er näherte sich, packte sanft den Rüssel des Elefanten, flüsterte etwas und der Elefant schnaubte leise als Antwort. Das Ärzteteam machte sich an die Arbeit, es rasierte die Haare rund um die geschwollene Stelle und reinigte den verhärteten Eiter. Amara schnitt mit einem kleinen Skalpell leicht in die Haut, woraufhin gelber Eiter und Blut herausspritzten. Der Gestank ließ viele Menschen abwandern, aber niemand gab auf. Samuel holte seine Handschuhe hervor, um beim Aufwischen des Eiters zu helfen, und auch viele andere Menschen begannen, sich freiwillig zu melden, um zu helfen. Amara verwendete Wattebäusche und eine antibakterielle Lösung, um jedes Stück abgestorbenes Gewebe im Abszess zu entfernen. Der Elefant stöhnte leise, wehrte sich jedoch nicht, seine Augen schienen vor Erleichterung zu leuchten. Josef hielt die ganze Zeit den Rüssel fest und sein Blick war auf den des Elefanten gerichtet. Nach der Reinigung verbanden sie die Wunde mit einem großen Tuch, das ordentlich um das Bein gebunden wurde. Die Leute klatschten leise, als sie sahen, dass der Elefant still dalag und sein Körper nicht mehr so steif war wie zuvor. Eine alte Frau brachte Zuckerrohr, einige junge Leute brachten Obst und Wasser und gossen es in die Nähe des Elefantenkopfes. Der Elefant versuchte, seinen Rüssel zu strecken, um die Banane leicht zu berühren, und aß sie dann langsam. Alle waren ergriffen, als sie sahen, wie ein riesiges, aber schwaches Geschöpf durch Liebe geheilt wurde. In dieser Nacht lag der Elefant still im trüben Mondlicht, umgeben von Lagerfeuern und besorgten Augen. Die Leute bleiben abwechselnd im Dienst, meiden wilde Tiere und überwachen die Atmung der Tiere in der Wildnis. Amara überprüfte gelegentlich Temperatur und Herzfrequenz und überwachte das verletzte Bein. Es schlief unruhig, seufzte gelegentlich und streckte gelegentlich seinen Rüssel aus, um sanft den Boden zu berühren. Gegen Morgengrauen bedeckte kalter Nebel den Rasen, doch niemand ging. Als die Sonne aufging, rief Samuel, es steht. Der Elefant strengte sich an und versuchte, mit seinen 3 verbleibenden Beinen Kraft auszuüben, um seinen Körper hochzuheben. Der Verband war noch feucht, aber fest genug, um das Gleichgewicht zu halten. Nach und nach stabilisierte es sich und drehte sich dann langsam um der Menge hinter ihm ins Gesicht zu sehen. Die Menschen brachen in Jubel und Applaus aus und viele konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Es streckte seinen Rüssel zum Himmel und schwenkte ihn dann hin und her, als wolle es sich emotional verabschieden. Vogelschwärme flogen über den Wald, das herabscheinende Licht schuf eine zauberhafte Szene. Der Elefant sah Josef tief in die Augen und neigte dann leicht den Kopf, um ihm stumm zu danken. Samuel flüsterte, es erinnert sich daran, dass wir es gerettet haben, und es wird es nicht vergessen. Alle standen in einer langen Reihe, um den Elefanten zu verabschieden. Niemand sagte etwas, aber allen zitterte das Herz. Der Elefant ging langsam auf den Wald zu, sein Gang war noch immer humpelnd, aber voller Mut. Es drehte seinen Kopf nicht zurück, sondern hob alle paar Schritte seinen Rüssel hoch, als wolle es seine tiefe Dankbarkeit ausdrücken. Alle standen still, beobachteten und hielten den Atem an, waren Zeugen dieses seltenen Augenblicks in ihrem Leben. Josef nahm seinen Hut ab und senkte den Kopf, Amara lächelte und weinte Tränen der Freude und Erleichterung. Dieser Anblick veränderte für immer die Sicht der Stadt auf die Tierwelt. Seitdem stellen die Menschen regelmäßig Wasser und Früchte am Waldrand für bedürftige Lebewesen bereit. Kinder haben keine Angst mehr vor Elefanten, sondern lernen, sie als Gefährten zu lieben. Als Symbol hängt Samuels Foto des stehenden Elefanten im Rathaus. Der Elefant hat nicht nur überlebt, sondern ist auch zu einer schönen Erinnerung für die ganze Gemeinde geworden. Seit diesem Tag nennen ihn die Menschen liebevoll, der Besucher aus dem tiefen Wald. Liebe und Mut retteten ein großartiges Leben, das dem Untergang geweiht schien. Niemand in der Stadt sieht den Elefanten mehr als Bedrohung, sondern als Freund, als Symbol der Hoffnung. Die Geschichte des an einem Abszess erkrankten Elefanten ist zu einer wunderschönen Legende geworden, die über viele Generationen hinweg erzählt wird. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.